Lieben, heute geht's an der S-Klasse weiter und im Anschluss kommt noch das 20.000 Abo-Special. Viel Spaß! So, machen wir mal weiter mit dem Einbau. Als nächstes kommt die neue Feder rein. Und da geht's auch schon los mit der Problematik. Man braucht unbedingt so einen Innenfederspanner hier. Alles andere ist zu gefährlich. Bevor ich anfange, noch ein gut gemeinter Rat von mir. Wenn ihr an Fahrwerksfedern arbeitet, unterschätzt niemals die hohe Federkraft. Wenn da was passiert, kann euch so eine Feder im schlimmsten Fall erschlagen. Also immer mit oberster Vorsicht daran gehen. Das System ist ziemlich einfach. Unteren Federteller rein, Teleskopspanner durch, oberen Federteller rein, da auch durch, um 90 Grad drehen. Und schon kann man die Feder spannen. Immer darauf achten, dass die Federteller mittig sitzen. Ich brauche hier eine ganze Weile und deine Hilfe, Kamerafuzzi, brauche ich auch. Sowas geht zu zweit am besten. Einer hält die Feder fest und der andere spannt. Wir spannen schnell die Feder und dann sehen wir uns gleich mit der gespannten Feder am Auto wieder. Die Feder ist gespannt, das Gummilager nicht vergessen. Ich habe hier auch schon mal alles vorbereitet. Getriebeheber steht bereit. Hier, wo der obere Querlenker gleich reinkommt, am Achsschenkel, habe ich schon mal vorgespreizt, damit der Querlenker leichter reingeht. Dann wird die Feder eingesetzt. Zuerst oben in die Federaufnahme rein und dann unten in den Querlenker. Darauf achten, dass dieses Ende der Windung genau hier sitzt. Dann hebe ich den Querlenker mit dem Getriebeheber hoch und montiere den oberen Querlenker am Achsschenkel. Die Mutter wird mit 125 Newtonmeter angezogen. Jetzt den Getriebeheber ablassen und den Federspanner rausnehmen.
Als nächstes ziehe ich die Mutter vom Traggelenk mit 140 Newtonmeter an und die beiden Muttern von den Spurstangen mit 50 Newtonmeter. Jetzt den Kabelbaum mit dem ABS-Sensor wieder zurück. Da kommt die Halterung wieder hier zwischen und wird später mit der Koppelstange verschraubt. Dann den ABS-Sensor wieder befestigen. Ich habe den vorher mit einer Bürste sauber gemacht. Auf die Schrauben Schraubensicherung drauf und die zieht man mit 25 Newtonmeter fest. Nächster Schritt, die neue Koppelstange am Achsschenkel mit 40 Newtonmeter festziehen. Das muss man unbedingt vor der Bremsscheibe machen, sonst kommt man nachher nicht mehr ran. Jetzt den neuen Stoßdämpfer einsetzen. Schraube durch, Scheibe und Mutter drauf und mit 100 Newtonmeter festziehen. Nun kommt die neue Bremsscheibe. Die muss man vorher richtig fettfrei machen. Ich mache das immer mit Verdünnung und einem sauberen Lappen. Jetzt kann man sie einbauen. Ich habe schon im letzten Video gesagt, aber ich sage es jetzt lieber nochmal. Bevor ihr die Bremsscheibe auf die Radnabe rauf macht, muss die Radnabe immer sauber sein. Am besten metallisch blank, so wie hier. Bremsscheibe drauf. Fixierschraube rein. Und nur handfest anziehen. Als nächstes kommt der Bremssattel wieder rein. Hier auch wichtig, die Laufflächen, wo die Bremsbeläge laufen und die Bremskolben müssen richtig sauber sein. Auf die Schrauben Schraubensicherung drauf und mit 115 Newtonmeter festziehen. Jetzt den Bremsschlauch hier durchfädeln. Und die Bremsleitung mit dem Bremsschlauch verschrauben. Du musst hier aber weg mit der Kamera, sonst habe ich hier keinen Platz zum Schrauben. Gut. So sollte es ungefähr aussehen. Der Hersteller gibt hier 14 Newtonmeter Anzugsdrehmoment vor. Das nur zur Info. Die Halterung für die Warnkontakte wieder dran. Und mit 10 Newtonmeter festziehen. Jetzt würden nur noch die Bremsbeläge reinkommen und dann wäre die Vorderachse fertig. Leider hat er mir die falschen Belege gebracht. Ist nicht so schlimm, mache ich nächste Woche weiter. Dann geht's jetzt schon zum Abo-Special.
möchte mich nochmal recht herzlich bei jedem einzelnen Abonnenten von euch bedanken. Ihr seid die allerbesten. Aber der Wahnsinn geht immer weiter. Jetzt aktuell sind es schon wieder über 22.000 Abos. Und das nicht mal in einem Jahr. Als ich Anfang dieses Jahres die ersten Videos hier auf YouTube hochgeladen habe, hatte ich große Ziele. Ich wollte bis Ende dieses Jahres mindestens 1000 Abonnenten haben, 240.000 Sehminuten und 30.000 Aufrufe. Das waren damals für mich große und schwer erreichbare Ziele. Und das habe ich dank euch bis jetzt erreicht. Und das Jahr ist noch nicht mal rum. Ziel damals 1000 Abonnenten. Heute 22.256. Ziel damals 30.000 Aufrufe. Heute erreicht 1,7 Millionen. Und jetzt kommt's. Ziel damals 240.000 Sehminuten. Und bis heute erreicht 6,5 Millionen. Der absolute Irrsinn. Und das habe ich euch allen zu verdanken. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich für euch Schönes machen kann, wo ihr auch was davon habt. Und da dachte ich, am Ende des Jahres, was braucht man da fürs nächste Jahr? Genau, ein Kalender. Das ist er, der offizielle Autohändlerin-Kalender 2020. Und eins gleich vorweg, es sind keine Nacktbilder drin, sondern die 12 besten Thumbnails aus 70 Videos. So sieht es dann aus. Ich hoffe, der gefällt euch. Davon gibt es exklusiv nur 10 Stück auf der Welt. Und ganz ehrlich, mehr konnte ich mir finanziell nicht leisten. Ich hätte gerne viel mehr für euch anfertigen lassen. Sei es drum. Wer so einen Kalender haben möchte, schreibt mir bitte an diese E-Mail hier. Stichwort Kalender. Name und Anschrift. Ihr habt bis 29.11. Zeit. Eure Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und auch nicht weitergegeben. Das ist ja Ehrensache. Sollte es tatsächlich der Fall sein und es wollen mehr wie 10 Leute so einen Kalender haben, dann entscheidet das los. Ich will wie immer das Video nicht länger machen als nötig, da ich ja auch nicht der Erzählertyp bin. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.